Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Hallo zu einem neuen Video Hallo? und diesmal geht es um unsere Highlights auf der Reise. Genau, diese Woche kommen jetzt die Highlights dran und zwar nennen wir einfach 5 und schauen mal, ob wir wissen selber noch nicht, was der andere hat, Ja. und schauen mal, ob wir uns übereinstimmen. Sonst müssen wir noch eins oben drauflegen. So, Du willst fängst anfangen? an? Nein, Okay. ich will wissen, was du sagst. Also mein erstes Highlight auf der Reise war der Sutjeska Nationalpark in Bosnien-Herzegowina, weil es einfach so komplett unerwartet war und landschaftlich einfach mega schön. Also wirklich, die Bergwelt dort ist unfassbar und wir konnten dann auch oben auf einer, ja, Den Boric Lookout. genau dort kurz davor schlafen und es war einfach wirklich einmalig dort, einmalig schön. Okay, Highlight Nummer 1 hat sich schon mal überschnitten. Fange ich jetzt einfach an und mache das nächste. Und das waren bei mir Permet, die heißen Quellen in Albanien, weil es einfach wunderschön war, dass man dort stehen konnte in der Früh oder abends gleich in die heißen Quellen hüpfen konnte. Die Landschaft in diese Schlucht oder den Canyon rein, unglaublich schön. Ja, deswegen auch. Das war bei mir nicht dabei. Ah, okay, sehr gut. Dann haben wir 2. Gehen wir einfach mal so weiter, wie ich es aufgeschrieben habe. Und zwar, wenn die Sarah schon heiße Quellen erwähnt, meine heißen Quellen waren bei Thermopyle, weil es einfach so zackig kalt war, wo wir dort waren. Also der Boden war ja morgens gefroren und dann sind wir zu den heißen Quellen gegangen und haben ein richtig schön warmes Bad genommen. Und je nachdem, wo man dort steht, kann man ja auch direkt vor der heißen Quelle stehen. Ja, das war für mich so ein kleines Highlight, so ein kleiner Lichtblick in der kalten Jahreszeit. Kommen wir zu meinem nächsten Highlight, das ist auf der Peloponnes und zwar Elea Beach. Hatte ich auch, bis ich es weggestrichen habe, weil ich reduzieren musste. Und zwar es ist einfach von der Natur unglaublich schön und wir hatten halt auch einfach eine tolle Community dort, wo wir wirklich 3 Wochen waren, wo wir tolle Menschen kennenlernen durften, tolle Erlebnisse hatten. Das waren die ersten 3 Wochen, wo wir Rio hatten. Das hat sich bei mir sehr stark ins Gedächtnis eingebrannt und das war richtig toll. Ja, da hat sie jetzt eigentlich schon die perfekte Überleitung zu meinem Highlight gemacht. Und zwar war es Rio, das er zu uns gestoßen ist, war für mich definitiv ein Highlight und die erste Zeit mit ihm. Weil, ja, er bereichert einfach, er macht vieles anstrengender, muss man Ja. auch ganz ehrlich sagen. Aber Aber er bereichert einfach das Leben und vor allem jetzt in der Pubertät, wo andere Rüden auf einmal blöd sind und man ihn nicht mehr so unbedenklich zu jedem Hund hinlassen kann. Ist es anstrengend manchmal, aber er bereichert trotzdem unser Leben. ja, das wir hatten wollen's wir auf nicht der mehr Reise missen. nicht, gell? Und Ja. jetzt, also falls jemand Tipps hat, warum auf einmal ein Rüde in der Pubertät Komplikationen mit anderen Rüden hat, gerne her damit. Beziehungsweise was man dagegen machen kann. Ja. So, jetzt muss ich mal schnell auf meinen Spickzettel schauen, weil ich habe mir mehr aufgeschrieben. Ja, das sind ja dann schon 4. Dann haben wir es ja schon. Jeder 5. Jeder 5, okay. Mein nächstes Highlight war in der Türkei die brennenden Berge, weil sowas habe ich davor einfach noch nie gesehen und es hat mich super fasziniert.
dass man da entlang gehen konnte, entlang wandern und dieses Feuer einfach die ganze Zeit brennt. Für mich war auf dem Peloponnes noch ein Highlight, und zwar Messene. Ah, das hatte ich noch. Und zwar, also es gab ja, oder gerade in Griechenland und in der Türkei auch, gab es unglaublich viele antike Stätten. Und mich persönlich interessiert die Zeit um die Antike, Mittelalter, alles. Und ich fand es einfach so super schön, dass man da nahezu, also zu der Jahreszeit, wo wir jetzt waren, und in der Zeitspanne, wir waren alleine auf dem ganzen Gelände und konnten mehr oder weniger wirklich alles in Ruhe anschauen. Ja. Sind zwar getrennt reingegangen, weil Rio damals noch nicht alleine bleiben konnte, aber es hat mich einfach umgehauen und es war einfach so viel Input, dass man am Ende wirklich geflasht war und nicht mehr aufnahmefähig. Ja, das stimmt. Und ja, also wenn man irgendwie da ist, wirklich unbedingt zumindest zu einer antiken Stätte hinfahren, weil es wirklich beeindruckend ist. Und ich glaube, die nehmen sich wahrscheinlich, oder die meisten nehmen sich nicht so viel. Mhm. Kommen wir zum nächsten Highlight. Das war für mich eindeutig Viskri in Rumänien. Dieses Dorf hat mich total verzaubert. Ich meine, wir haben es ja in den Videos erwähnt, es ist wirklich toll, altertümlich, also noch so schön traditionell alles. Die Kühe laufen noch, werden morgens geholt und laufen abends dann wieder zu ihren eigenen Zuhause zurück mit jemandem durchs Dorf. Also für mich definitiv ein Highlight und es war einfach vom Wetter, es hat einfach alles gestimmt an diesem Tag. Es war wunderschön. So, und mein fünftes und letztes, also mein fünftes Highlight und wahrscheinlich das größte war Kappadokien. Und also, ich meine, die dieses Video schon gesehen haben, es war arschkalt und wir haben ja echt ein Hotel für 3 Nächte, glaube ich, genommen, weil es einfach zu kalt im Auto war. Und die letzte Nacht haben wir bei minus 7 Grad mit kaputter Standheizung verbracht. Jetzt ist es passiert. Die Standheizung ist ausgegangen, weil ihr zu kalt ist. Aber wir haben es dann doch endlich geschafft, die Heißluftballons beim Start zu sehen. Und es war einfach, ja, ich kann es gar nicht beschreiben mit den Worten, weil es einfach so unbeschreibbar ist. Wir haben noch nie davor einen Ballonstart gesehen und dann gleich von, ich weiß nicht wie vielen Ballons und direkt nebenan und mit dieser Landschaft, die ja allein schon ein Highlight für sich ist, mit den Höhlen, Wohnungen und so weiter. Und das war einfach, ja, spektakulär, muss man so sagen. Ach so, und Sarah hat natürlich auch Kappadokien als Highlight. Ich habe auch Kappadokien. Ich suche jetzt ich habe eine Highlight-Liste. Da muss ich jetzt raussuchen, was ich dann dafür nehme. So, dann war noch ein Highlight bei mir. Die Höhle in Bulgarien. Oh ja, die hatte ich auch ursprünglich. Stalbizata. Wir schreiben den Namen nochmal rein. Wir hatten einfach Glück an dem Tag, also dass wir einfach zum richtigen Zeitpunkt da waren, dass die Sonne so schön reingefallen ist um die Mittagszeit, dass es wirklich so einen Strahl reingegeben hat und es war einfach atemberaubend schön. Ja, also die Stimmung in der Höhle war wirklich richtig gut. Ja. Somit denke ich, haben wir unsere Top 5. Top 5. Also, das heißt nicht, dass der Rest kein Highlight war. Ja. Die Liste war ursprünglich deutlich länger, aber jeder kennt es, der eine Liste erstellen muss mit nur 5 Punkten. Ne? Es ist am Schluss immer schwer, es rauszustreichen, das andere. Ja, das und stimmt. Ja. Natürlich zählen Freunde, Familie und neue Leute kennenlernen auch zu den Highlights, aber jetzt nicht in den Highlights, wo wir uns jetzt hier drauf fokussiert haben.
das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann freuen wir uns, wenn ihr ein Abo dalasst und uns auch in Nordamerika weiter begleitet. Weil für uns geht's, also für mich geht's nächste Woche, beziehungsweise wenn das Video rauskommt, nach Nordamerika. Und für mich und Rio, oder für Rio und mich, eine Woche später circa. Genau. Dann sehen wir uns von dort und wir freuen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.